und willkommen zur zweiten Episode der Workflow-Serie. In dieser Serie zeige ich dir alles, was du über Workflow wissen musst, und es ist einfach nur eine Einsicht, also ein Behind the Scenes, ein Blick hinter die Kulissen, wie ich arbeite und wie ich mich organisiert habe. Du kannst natürlich alles so machen, wie du es gerne hättest. Vielleicht bieten dir aber meine Videos eine kleine Inspiration. Und genau, in diesem zweiten Video, also in dieser zweiten Episode, geht es dann eben um die Software. Denn in der ersten Episode hatten wir die Hardware bereits besprochen. Deswegen, falls du die noch nicht gesehen hast, verlinke ich sie dir unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Video geht es eben um die Software. Adobe Bridge ist meiner Meinung nach ein sehr unterschätztes Programm, denn es ist unglaublich wertvoll für Workflow. Du kannst nicht nur Fotos importieren, du kannst jegliche Daten importieren und mit den Daten natürlich auch Metadaten. Metadaten sind, Mary. Metadaten sind zusätzliche Infos in einer Datei. Sie enthalten alle Details zu einer Datei. Wer, was, wie, wo und warum aufgenommen wurde. Genau. Wie gesagt, es kann eben auch Sachen wie Videos zum Beispiel importieren. Dann habe ich noch ein extrem hilfreiches Programm und ein großer Shoutout to Travis Harris. Hey buddy, thanks for getting me to use this program. It's awesome. Interested in how all this stuff works, this is going to be the video for you, because positively the most amazing program that I've ever used when it comes to Vice versa. Es ist ein Programm, das du bezahlen musst, allerdings ist es jeden Cent wert. Dieses Programm ist im Endeffekt ein sehr mächtiges Datenmanagement-Programm, und was du mit diesem Programm machen kannst, ist, du kannst nicht nur Daten von einem Datenträger auf den anderen schieben, sondern du kannst auch Daten an mehrere Orte kopieren, Daten miteinander synchronisieren, Daten von Netzwerkspeichern untereinander austauschen. Das bedeutet, mein LiveWork-Server tauscht über dieses Programm Daten mit meinem Archiv aus. Ich kann mit diesem Programm auch Routinen einstellen, falls ich mal nicht hier bin. Diese Routinen sind unglaublich hilfreich. Auf der einen Seite verstehe ich die Angst davor, dass man bestimmte Routinen nicht machen will, weil man Angst davor hat, dass das Programm irgendeinen Fehler macht. Wenn ich in diesem Programm irgendwas neu einstelle, dann mache ich hier meistens ein neues Profil. Eine Sache, die ich sehr, sehr häufig nutze und die ich auch schon ansatzweise besprochen habe im Hardware-Teil, ist eine Routine, die bedeutet, wenn sich ein Dateiname ändert, also ganz speziell, wenn ein Name eines Projektes am Schluss das Wort Archiv dran hat, dann soll er diesen Ordner übernehmen und dann ins Archiv verschieben. Angenommen, ich habe ein Bilderprojekt fertiggestellt, dann ist dieses Projekt komplett fertig. In diesem Projektordner finden sich alle Dateien, die ich jemals angerührt habe in dem Projekt. Das sind Rohdateien, das sind Photoshop-Dateien, das sind meistens irgendwelche vertraglichen Dinge und es sind meistens auch irgendwelche organisatorischen Dinge. Dann benenne ich eben diesen Hauptordner am Schluss in Archiv um, und vice versa weiß, okay, das ist ein neuer Ordner, der muss rüber ins Archiv kopiert werden, aber nicht nur das, er muss verschoben werden. Das bedeutet, das Programm kopiert zuerst diesen Ordner ins Archiv rüber von meinem Server, vergleicht die Daten von Quelle und Ziel, also ganz konkret von Archiv und von dem Server. Sind diese Dateien gleich? Also es geht sogar so weit, dass dieses Programm die Checksummen einer bestimmten Datei oder eigentlich dann aller Dateien in einem Ordner, also an zwei Orten miteinander vergleicht. Denn eine Dateigröße hat eine bestimmte Checksumme, und wenn diese
von Ziel und von Quelle übereinstimmen, dann kannst du dir zu 1000% sicher sein, dass genau diese Datei mit dem neuesten Stand kopiert worden ist. Wenn er feststellt, dass es der Fall ist, dann fängt er an, Quelle zu löschen. Das bedeutet ganz konkret, er fängt an, auf meinem Server Platz zu schaffen für neue Projekte. Wie gesagt, ich gehe darauf noch etwas mehr ein in meinem Daten-Workflow-Video, das etwas länger dauern wird. DaVinci Resolve 16. Ich habe jetzt die Studio-Version. Allerdings die Dinge, die ich dir zeige, kannst du auch mit der kostenlosen Version machen, denn letzten Endes geht es nur um Daten-Workflows. Genau. Hier in diesem Projekt-Window von DaVinci sieht man dann eben die einzelnen Projekte. Man kann die Ansicht umschalten, was ziemlich übersichtlich ist, weil dann alles etwas kleiner ist. Ein großer Vorteil von dieser Ansicht ist, dass man Projekte, die komplett abgeschlossen sind, nicht extra vom Projekt selbst, also das Projekt aufmachen und dann exportieren muss, sondern man kann das direkt hier in diesem Fenster machen. Wenn du hier zum Beispiel auf dieses kleine Testprojekt hier klickst, dann kannst du eben mit einem Rechtsklick hier unten direkt auf Export Project Archive klicken. Das machen wir jetzt mal kurz. Das dauert etwas länger, weil ich im Moment den Bildschirm aufzeichne. Du kannst dann allerdings hier sehen, ich werde das jetzt einfach mal auf den Desktop exportieren, um dir das zu zeigen. Er fragt mich hier nochmal, ob ich den Render Cache und die Optimized Media exportieren möchte. Für das Archiv brauche ich das nicht, weil ich möchte den Ordner eben exportieren und ich zeige dir gleich, was dann passiert. Ich klicke dann auf OK. Er kopiert jetzt die Media-Files und das ist schon mal ein guter Hinweis, er kopiert Media-Files. In dem Fall sind es alle Files, die in dem Projekt benutzt worden sind. Hier unten ist eben dieser Ordner, den wir kurz exportiert haben. Wenn wir den jetzt aufmachen, dann sieht man hier die Projektdatei. Hier sind die Media Files. Und hier ganz wichtig, hier ist die komplette Ordnerstruktur, die ich auch im Projekt drin hatte. Kleiner, kurzer Workflow-Tipp am Rande. Wenn du ein Projekt hast, dann organisier dich. Diese Ts hier oben stehen für Takes. Genau. Das ist eben der ganz kurze Tipp von DaVinci Resolve. Ich benutze zum Aufzeichnen von meinem Bildschirm noch ein Programm. Das ist ein Bonustipp. Das Programm heißt Captura und es ist sehr cool. Es ist kostenlos übrigens. Das kann sich jeder runterladen. Und es ist sehr praktisch, weil damit kann ich nicht nur hier diese Perspektive aufnehmen, sondern ich kann dir auch ganz genau zeigen, was ich am Bildschirm mache. Genau. Ansonsten benutze ich programmmäßig nicht mehr viel andere Sachen. Wie gesagt, ich benutze Lightroom oft für Fotos. Wenn es nur ganz kleine Korrekturen sind, dann mache ich das sehr gerne, weil man damit auch RAW-Bilder sehr schnell bearbeiten kann, wenn es nur minimale Korrekturen sind. Ich benutze extrem oft Adobe Bridge, eben aus den angesprochenen Vorteilen, die es bietet. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann in der Daten-Workflow-Episode. Ciao, ciao.